Doppelte XP für alle, ganz ohne Kuchen essen, schnell und einfach Gold bzw. seltene Items farmen, aber nur wenn du weißt, wo du farmen musst und bis zu 60 Event-Tickets. Doch nicht alles von den Eventbelohnungen lohnt sich. Leider ist auch einiges an wertlosen Ramsch dabei. Wir reden heute über das Spieljubiläums-Event von The Elder Scrolls Online und alles Wichtige, was ihr bei dem lukrativsten Event, was nur einmal im Jahr stattfindet, von The Elder Scrolls Online, wissen müsst. Also sprich, wir gucken uns heute das Thema Goldfarm an, wie man die seltenen Items erhält, die Event-Tickets und die zusätzliche Erfahrung. Allerdings, kleiner Hinweis, es gibt diesmal keinen Bonus auf Allianzpunkte. Dafür ist eine ganze Menge anderes an lohnenswertes Zeug mit dabei. Sprechen wir als erstes über das, was am allereinfachsten ist, und zwar, wie bekommen wir den Erfahrungspunkte-Bonus. Und für den Erfahrungspunkte-Bonus müssen wir tatsächlich gar nichts machen. Den haben wir einfach während des gesamten Events. Eine Zeit lang bei den ersten Events, wo man den noch aktivieren musste, musste man ein Item aktivieren, dann wurde der hier im Charaktermenü angezeigt. Inzwischen wird der nicht mal mehr hier angezeigt. Das heißt also, ihr müsst keinen Kuchen essen, so wie früher, für die Leute, die schon länger mit dabei sind. Ihr müsst auch nicht hier suchen und dann den Supportern schreiben, warum ihr denn den Buff nicht sehen könnt. Wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr doppelte Erfahrungspunkte während des gesamten Events passiv ohne Kuchen essen. Das ist also nicht notwendig. Des Weiteren gibt es wieder jede Menge Belohnungskisten. Ja, diese Belohnungskisten, die wir schon aus den letzten Jubiläums-Events kennen. Aber diesmal sind jede Menge geile neue Sachen mit dabei, über die wir natürlich einmal sprechen wollen. Ihr bekommt diese Belohnungskisten, wie ihr jetzt als Beispiel gerade gesehen habt, zum Beispiel über die Handwerks-Dailies ein bisschen mehr zu den Quellen, beziehungsweise ich gebe euch auch nachher noch Tipps, was so die besten Wege sind, wie man da am allerschnellsten rankommt, beziehungsweise was meine Empfehlungen an euch sind. Ja, dementsprechend auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, lohnt sich. Die Quests beziehungsweise die Belohnungsboxen, die Jubiläumsboxen bekommt man hauptsächlich über Tagesquests. Zum Beispiel haben wir es jetzt gerade hier gesehen über die Handwerks-Dailies. Man kann es aber zum Beispiel auch über die Weltenbosse bekommen oder zum Beispiel vom letzten Verlies oder Raid-Boss oder zum Beispiel über PvP-Dailies. Ne? Das hier, was ich jetzt hier gemacht habe, ist wohl der mit am einfachsten gestaltete Weg. Wenn ihr gerechten Lohn durchs PvP in die Post bekommt, dann ist da in der Post jetzt auch eine Jubiläumsbox mit dabei. Das heißt also, auch die PvPler unter euch werden sich über den zusätzlichen Loot freuen. Spielt ihr gerne Karten, also sprich das Ruhmesgeschichtenspiel, könnt ihr auch bei diesem Ruhmesgeschichtenspiel aktuell diese Jubiläumsboxen bekommen. Ihr seht also, die Quellen sind mannigfaltig, eigentlich bei fast jeder Tätigkeit, die man so täglich macht im Spiel, kann man das bekommen. Was steckt in den Kisten? Wir haben gerade schon gesehen, viele Kleinigkeiten, ja, Blaupausen haben wir hier bekommen, Stilseiten, das wird wohl insgesamt auch das Interessanteste sein, oder halt eben auch hier diese neuen Stile, die es teilweise gibt, und zwar möchte ich euch da gerne mal vor allem einen besonders neuen Stil zeigen. Dieser Stil, finde ich, sieht richtig, richtig geil aus, und zwar heißt er Wurmkultjäger. Wurmkultjäger, allein schon den Namen finde ich richtig geil. Und dann sieht das Ding auch noch so ein bisschen aus wie was aus Indiana Jones. Also das finde ich richtig cool gestaltet. Hier zeige ich euch mal ein Bild davon. Also der typische Hut ist mit dabei. Na, hier das Skelett sieht irgendwie nicht mehr so ganz glücklich aus. Also ich muss sagen, der Hut gefällt mir richtig, richtig gut. Hier hängt auch noch irgendwas Kleines mit dran. Das können wir uns dann gleich nochmal in-game ein bisschen genauer anschauen, denn man kann sich die Sachen auch über Eventscheine holen. Aber hauptsächlich sind diese Stilseiten von diesem neuen Wurmkultjäger-Stil halt eben in den Jubiläumsboxen mit drin. Des Weiteren gibt es noch ein sogenanntes Jubiläumsstreitross, was man sich mit insgesamt 10 Fragmenten erspielen kann. Wie genau das aussieht und wie man sich vielleicht noch fehlende Fragmente holen kann, wenn man nicht alles aus den Jubiläumsboxen bekommen hat, das zeige ich euch noch später bei der Eventscheinhändlerin, also auf jeden Fall dranbleiben. Was auch ganz viel in den Kisten drin ist, deswegen wäre es da vielleicht wichtig, ein bisschen für Platz zu sorgen. Und zwar, es sind da ganz viele Transmutationssteine drin. Na, das heißt, ihr werdet überhäuft mit denen, also dementsprechend eventuell schon mal darauf vorbereiten und ein bisschen Platz machen in eurem Inventar, beziehungsweise in eurem Währungsslot hier oben mal nachschauen, ob ihr denn noch Platz für Transmutationssteine habt. Man kann sich übrigens auch mehr als 1000 Transmutationssteine abspeichern und in Kisten bzw. in seine Bank reinlegen. Wie genau das funktioniert, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht.
Gerne verlinke ich euch das unten im angepinnten Kommentar. Schaut da gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert. Man kann sich darüber hinaus noch einige kosmetische, seltene Sammlerstücke erspielen, beziehungsweise es sind Sammlungsgegenstände, die als Stil angewandt werden können auf eine jeweilige Montur. Darunter ist zum Beispiel die sogenannte Flammenklinge. Das ist ein Easter Egg aus den frühen Zeiten von The Elder Scrolls Online. Da konnte man die mal durch einen Bug irgendwie beim Angeln bekommen. Wer das noch genau im Kopf hat, damals habe ich das nicht so aktiv verfolgt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Nun kann man sich das tatsächlich übers Angeln erspielen. Das ist kein Witz. Man kann sich diese Flammenklinge quasi erangeln. Das Coole ist immer, wenn man die zieht, dann brennt die tatsächlich auch. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Meisterangler-Errungenschaft habt, also einmal alle Gebiete abgeangelt habt, dann habt ihr sogar eine höhere Drop-Chance. Falls ihr also kein Glück habt, dann wäre das eine Empfehlung, um da schneller ranzukommen. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch noch den Stab der Würmer. Den finde ich besonders cool. Den habe ich auch auf meinem Nekromanten angewandt tatsächlich. Den bekommt man, indem man Anker bzw. Dolmen farmt. Anker bzw. Dolmen sind in den Grundspielgebieten hier diese Dinger. Na, das heißt also, da kann man das bekommen. Und wenn man die Errungenschaften der jeweiligen Allianzen abgeschlossen hat. Das heißt also, es gibt für jede Allianz eine Errungenschaft, wo man die ganzen Anker einmal abgearbeitet hat. Und wenn man dann quasi alle Anker einmal durchgespielt hat, damit sind wirklich nur die Anker des Grundspiels gemeint. In den anderen Gebieten sind das ja meistens nicht Anker, sondern andere Sachen wie Geysire oder Drachen. Und wenn man diese ganzen Anker durchgespielt hat, bekommt man Anker gelichtet. Das ist eine Errungenschaft. Auch die erhöht die Drop-Chance für diesen Stab der Würmer. Wenn man Weltenbosse hier oben in Wadenfell macht, dann kann man gleich 2 Items bekommen, also hier die öffentlichen Weltbosse. Und zwar gibt es da einmal die Sun-Ra-Replik, auch die gucken wir uns in-game natürlich noch einmal an. Das ist dieses Item hier, die Sun-Ra-Replik. Ja, ich finde es jetzt nicht so besonders, aber der eine oder andere interessiert sich vielleicht. Und was noch ein bisschen cooler ist, wie ich finde, ist Barbars Helm. Ne? Barbars Helm, müssen wir mal schauen, der wird wahrscheinlich ein bisschen anders geschrieben. Da ist er, ne? Barbars Helm. Dementsprechend eine kleine Hommage, eine kleine Anlehnung auch an die anderen Elder Scrolls-Teile. Auf jeden Fall auch ganz cool. Ja, ich habe ja schon angesprochen, dass es auch andere öffentliche Weltereignisse gibt, nicht nur Dolmen. So gibt es zum Beispiel in Summerscent die sogenannten Geysire. Da ist das gleiche Icon in Verwendung. Letzten Endes ist es aber kein Anker, sondern ein Geysir. Und wenn man diese Geysire macht, dann kann man noch den Ulfor-Stab bekommen. Wer das alles ordentlich aussprechen kann und sich da keinen Knoten in die Zunge macht, holla die Waldfee. Das ist dieser Stab hier, der finde ich ist ein bisschen cooler als der Sonara-Stab, den wir vorhin gesehen haben. Und man kann sich die Wahrscheinlichkeit, die Drop-Chance von diesem Stab noch erhöhen, indem man entweder einmal Kluftzerstörer ist, also alle Geysire in Summerscent durchgespielt hat, oder noch zusätzlich Retter von Summerscent ist. Das ist dann quasi die Errungenschaft, wenn ihr Summerscent einmal durchgequestet habt. Fast hätte ich es vergessen. Das gleiche geht übrigens auch mit dem Sun-Ra-Stab und dem Barbars-Helm. Und zwar, wenn ihr Verteidigerin Wadenfeld seid, also alle Open-World-Bosse in Wadenfell gelegt habt, erhöht sich eure Drop-Chance von den beiden vorhin genannten Items. Und wenn ihr Retter Morrowinds seid, also einmal alle Main-Quest-Sachen hier durchgespielt habt, dann erhöht sich nochmal eure Drop-Wahrscheinlichkeit. Ne? Also wenn ihr Pech habt, ist das vielleicht eine Möglichkeit, um da insgesamt ein bisschen einfacher ranzukommen. Sehr einfach kommt man während dieses gesamten Events auch an die sehr begehrten Eventscheine ran, mit denen man sich dann auch später die ergänzenden Belohnungen holen kann, die ich euch gleich noch zeigen werde. Und zwar kann man sich bis zu 60 Tickets gönnen. Ja, ihr habt richtig gehört. Bis zu 60 Tickets. Das Ganze ist ganz einfach und zwar müsst ihr einmalig die Event-Quest spielen. Dazu öffnet ihr einfach euren Kronshop. Keine Sorge, ihr müsst keine Kronen ausgeben. Und wechselt hier auf Ereignisse. Und da seht ihr jetzt hier schon Ereignisquest um Kuchens Willen. Ne? Die nehmen wir einmal an. Haben wir diese angenommen, dann führt uns diese, wenn wir jetzt hier unten gucken, direkt nach Auridon an die Küste von Vulkelwacht, ne, von der Stadt hier unten. Und da wartet jetzt hier der Lehrling auf uns. Der hat diesmal hier sogar einen kleinen überarbeiteten Steg bekommen. Davor war das nur so ein kleines Ding. Und jetzt können wir hier mit ihm sprechen und können uns die jeweiligen Sachen holen. Ne? Also wir müssen jetzt eine Mehlmischung sammeln und essentielle Zuckermischung. Das ist jetzt die Aufgabe. Und die Besonderheit ist eigentlich relativ easy. Wir sprechen hier einmal mit den NPCs, die drumherum stehen.
Ja. Kuchen in den Augen. Das haben wir noch mit dazu als zusätzliche Aufgabe. Ich hatte Kuchen. Und die Reagenzien bzw. die Items, die wir brauchen, die liegen hier einfach rum. Früher war das einfach Honig und Mehl, was man hier looten konnte. Und jetzt sind das hier gesonderte Items. Man kann also die Sachen nicht mehr verfehlen. Einfach aufheben, ne? Aufheben und zum Konditor hinbringen. Und dann backt er den Kuchen für uns mit einer kleinen Animation. Nicht mehr, nicht weniger. Gut voll hier auf jeden Fall auch. Aus dem Ofen und perfekt. Es brauchte nur ein paar Wurfkuchen und eure Bekanntschaft, meine Freundin. So, jetzt können wir nochmal mit ihm sprechen. Und jetzt kriegen wir das Item als Andenken, beziehungsweise wir können das Ganze jetzt in unsere Sammlung bekommen. Ne? Unten steht jetzt Jubiläumskuchen 2025. Und wenn wir jetzt hier einmal in die Sammlung hineingehen und dann hier einmal in Werkzeuge, das ist in dem Falle, dann finden wir jetzt hier diesen Belohnungskuchen. Wir müssen den aber, wie gesagt, nicht mehr aktivieren, um die EP zu bekommen. Aber wir müssen ihn einmal am Tag aktivieren, um die Ereignisscheine zu bekommen. Deswegen gut, dass ihr dran geblieben seid. Ich finde den Kuchen erstmal richtig cool von der Optik, ne? Und den jetzt einfach, ihr habt ja gerade gesehen, ne, als Werkzeug hier auf eure Schnellauswahl legen, dann hier eure Schnellauswahl öffnen, einmal nach links oder nach rechts klicken, Kuchen auswählen, dann wird er beschworen. Und wenn ihr jetzt mit ihm interagiert, könnt ihr die 3 Ereignisscheine abholen. Das müsst ihr einfach einmal am Tag machen. Ne, und dann habt ihr, wenn ihr jeden Tag einloggt, beziehungsweise das Event von vorne bis hinten einmal durchspielt, habt ihr halt eben die insgesamt 60 Ereignisscheine. Um diese Ereignisscheine jetzt einlösen zu können, müsst ihr mal gucken auf die Karte. Und zwar gibt es in den Anfangsgebieten der sogenannten Startgebiete und in den größeren Erweiterungen vor der Stadt immer die sogenannte Ereignishändlerin oder Ereignisscheinhändlerin, Impresaria, wie auch immer man sie nennen mag. Die steht zum Beispiel auch jetzt hier in der größeren Erweiterung wie Wadenfell vor den Häuslichkeiten. Oder wenn ihr jetzt hier in die Westauen geht, ne, da steht die auch. Also in den größeren DLC-Gebieten oder halt eben in den Grundspiel-Startgebieten. Da findet ihr die. Und da könnt ihr euch verschiedene Sachen holen. Und zwar die meisten Spieler, deswegen seid ihr hier auf diesem Kanal, ignorieren immer hier den Gehilfen. Der ist aber tatsächlich ziemlich cool. Denn bei dem Gehilfen kann man sich Belohnungen vergangener Events holen. Ne? Zum Beispiel hier so eine Spinne kann man sich hier holen. Hier kann man sich auch die Repliken holen. Ne? Also jetzt hier die Schwertreplik beispielsweise oder den Stab der Würmer, wenn man nur Pech hat und es nicht schafft, sich den selber zu erspielen. Dann kann man sich hier zum Beispiel diesen Drachen aktuell holen. Man kann sich hier diese Haut holen, ne? Also ein Skin quasi in-game, die man sich freischalten kann. Noch einen zweiten Skin, den es theoretisch gibt. Ne? Wenn man also hier richtig reinlangen möchte sozusagen, kann man das tun. Und dann kann man noch hier unten sich ein Item holen, womit man seine Schulterteile ausblenden kann. Dann am Monturtisch. Fragen mich immer mal wieder viele Leute, wie ich bei meiner Montur ohne Schultern rumlaufe. Das geht hier mit diesen Schultern verbergen Item. Das ist quasi wie ein Stil, wenn man so möchte. Und es gibt noch hier diesen wandelbaren Totenländer Feuerstein. Das sind aber eigentlich nicht die Hauptbelohnungen. Die Hauptbelohnung findet ihr hier bei der Impresaria. Die ist immer ein bisschen schwer anzuklicken, wenn hier so viel los ist. Ne? Und hier könnt ihr euch einmal die Stilseiten des Wurmkultjägers holen, falls euch noch Teile fehlen. Das meinte ich ganz am Anfang in der Einleitung. Nicht alles dieser Sachen hier lohnt sich. Gebt am besten am Anfang des Events jetzt nicht unbedingt hier für Eventscheine aus, sondern geht lieber am letzten Tag des Events hierher und holt euch die ergänzenden Items, die ihr nicht bekommen habt. Das wäre mein Tipp, weil diese Sachen hier bekommt ihr ja aus den Belohnungskisten. Und wie die besten Wege sind, um an diese Belohnungskisten ranzukommen, da sprechen wir gleich drüber. Dann gibt es dieses unfassbar, wie ich finde, super schöne neue Kleid. Vor allem finde ich die Standardfarben dieses neuen Kleids sehr, sehr ansprechend. Dieses Türkisblau und dieses Gold, das ist neu, ne, das ist jetzt ganz neu mit am Start. Und zwar, um sich das zu erspielen, muss man sich einmal die Fragmente holen, die 5 Ereignisscheine holen, die 5 Ereignisscheine kosten. Davon gibt es insgesamt 3 Stück. Ne? Dann kann man sich hier dieses Item freischalten. Das ist so ein Begleiter von Julianus, den kann man auch natürlich behalten. Wenn man diesen Begleiter dann in seiner Sammlung hat, kann man sich die Fragmente holen, die 10 Ereignisscheine kosten. Ja? Und wenn man, das sind auch wieder 3 Stück, also man braucht erst 3 mal 5, dann hat man 15 Ereignisscheine, die man braucht. Und dann braucht man 3 mal 10. Und dann kann man diese kombinieren zu diesem Kleid. Achtung, es sind meines Wissens nach
noch nicht alle Fragmente von dem Kleid erhältlich. Das heißt also, die kommen erst nach und nach. Wenn ihr dieses Video zum Beispiel in einem späteren Jahr schaut, wo es wieder neue Belohnungen gibt, in der Regel gibt es quasi immer eine Basisbelohnung, das ist häufig ein friedlicher Begleiter. Den muss man sich erstmal erspielen mit den ganzen Fragmenten. Und dann gibt es jedes Quartal mit jedem Event ein neues Fragment einer Quartalsbelohnung. Manchmal ist das ein Haus, hier ist es jetzt ein Kostüm. Ne? Und mit jedem neuen Event, also jetzt beispielsweise aktuell das Jubiläumsevent, als nächstes kommt meistens Zenitas Eifer-Event, dann vielleicht nochmal Mitjas-Gemetzel. Und mit jedem dieser Events, das ist alles innerhalb eines Quartals, kann man sich dann ein weiteres Fragment der Weiterentwicklung des friedlichen Begleiters holen. Das ist alles sehr kompliziert. Hat man diese Items dann, diese Fragmente dann, muss man in seine Sammlung reingehen, unter Fragmente und findet diese Sachen dann hier und kann die dann kombinieren. Ne? Das heißt also hier, mir fehlt jetzt zum Beispiel hier aktuell noch hier axiomatische Runensteine. Ne? Können wir uns ja mal hier gemeinsam holen. Die schnappen wir uns einfach. Dann gehen wir hier in unsere Sammlung rein und kombinieren diese miteinander. Jetzt wird mir angezeigt, ich habe diesen Begleiter bereits. Das heißt also, ich habe jetzt einmal die Fragmente freigeschaltet und den Begleiter. Was ich jetzt machen kann ist, ich gucke, ob es diese 10 Ereignisschein teuren Fragmente gibt für das Kleid. Kaufen mir diese, wenn dann alle 3 da sind. Und dann kann ich meinen friedlichen Begleiter weiterentwickeln. Der wird dann aus meinem Konto entfernt. Und dieses Kleid wird hinzugefügt. Kann, wie gesagt, auch ein Haus oder ein Reittier sein. Unterscheidet sich von Quartal zu Quartal. Und dann kann ich wieder in mein Inventar gehen und mir wieder den Begleiter erstellen. Ne? So bauen diese Belohnungen quasi immer aufeinander auf an dieser Stelle hier. Man kann ja, wie bereits gesagt, sich auch einen Mount holen. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Das ist hier ein bisschen weiter unten, ein bisschen versteckt. Muss ich mal ganz kurz suchen, wo es ist. Ich hab's gleich. Ich habe es gefunden. Und zwar kann man sich die Fragmente für das Ross hier beim Gehilfen holen. Die nennen sich hier Jubiläumskonfetti. Wenn ihr davon 25 Stück in eurem Beutel habt und dann freischaltet, dann bekommen wir eine Errungenschaft und das Jubiläumsross als Reittier. Na? Dementsprechend, das findet ihr also hier. Muss man ein bisschen gucken immer. Es gibt inzwischen so viele Eventbelohnungen, dass man da immer ein bisschen suchen muss. Ihr habt bereits gesehen, wenn man in den vergangenen Jahren das Jubiläumsevent gespielt hat, kann man sich übrigens auch die verschiedenen Kuchen in sein Haus stellen. Ja, dummerweise habe ich eine Zeit lang 2016, 15 nicht immer so gespielt, ja. Beziehungsweise war auch einfach mal nicht da genau zu dem Zeitpunkt, deswegen fehlen mir da die Kuchen. Sehr, sehr ärgerlich, aber ihr seht, alle anderen Kuchen habe ich hier. Das hier ist jetzt der neue Kuchen, den kann ich mir jetzt auch in mein Haus stellen. Einzelne Stücken gibt es auch noch, wenn man sich die holen möchte. Und die leuchten immerhin so cool, finde ich zumindest ganz praktisch an dieser Stelle hier. Sieht, finde ich, ganz ansprechend aus. Jetzt wollen wir noch über die besten Farming-Methoden miteinander sprechen, wie man genau, nach meiner Meinung, besonders gut an die Belohnungskisten rankommt und noch parallel dazu an guten Loot. Das möchte ich euch jetzt gerne hier einmal zeigen. 2 Sachen zeige ich euch einmal auf der Karte, weil das ausreichend ist, um sich das vorzustellen. Gut, ich bin jetzt hier auf einem Charakter, der relativ neu ist, deswegen hat er jetzt nicht alles freigeschaltet, aber es gibt einmal das sogenannte Weltenboss-Dreieck in Bankorei. Das sind 3 sehr nah beieinander liegende Weltenbosse und ihr könnt euch vielleicht am Anfang des Videos erinnern, die Belohnungskisten bekommt man unter anderem durch das Töten von Weltenbossen. Wenn man hier immer im Kreis entlang läuft, dann hat man immer ungefähr den Cooldown dieser Bosse. Das heißt also, man kann sich ganz entspannt die ganzen Kisten erfarmen und sich jede Menge von diesen Jubiläumsboxen in die Taschen stecken. Lohnt sich nicht nur für die gebundenen Stilseiten, lohnt sich auch für die allgemeinen Stilseiten. Dementsprechend mit denen kann man dann auch gut Gold machen. Lohnt sich also auf jeden Fall. Man kriegt auch noch ein paar Seelensteine von den Bossen, wobei die jetzt eher nicht so wertvoll sind, außer ihr habt einige schriftleere Fertigkeiten, die Seelensteine aufbrauchen. Dann habt ihr davon gesehen, dass ich ganz viele Handwerks-Dailies abgegeben habe. Dazu müsst ihr euch einfach zertifizieren in eurer jeweiligen Hauptstadt. Und zwar müsst ihr immer gucken, in welcher Allianz ihr seid. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel, dieser Charakter hier ist Teil des Dolchschutzbündnisses. Das heißt also, ich muss mich hier in Glenumbra umschauen, in der Stadt Dolchsturz. Und da steht vor der Magiergilde und der Kriegergilde einmal ein rothaariger NPC und einmal ein glatzköpfiger Dunkelelf, die mich zertifizieren fürs Handwerk. Die haben auch einen Questmarker in meinem Kopf. Das gleiche findet ihr
beim Ebenerzpakt hier in Steinfälle bzw. Davons Wacht, auch hier bei der Kriegergilde und in der Magiergilde. Und das gleiche geht auch hier, na, das heißt also hier in Auridon, im Altmeri-Dominion bei der Magier- und Kriegergilde. Da könnt ihr euch also für die Handwerke zertifizieren. Achtung, das Schmuckhandwerk ist eine kleine Besonderheit, weil es Teil von Summersand ist. Wenn ihr euch für Schmuckhandwerk zertifizieren müsst, müsst ihr die Stadt Alinor aufsuchen. Und hier unter diesem Baum steht ein NPC, bei dem ihr euch dann für Schmuckhandwerk zertifizieren könnt. Habt ihr das getan, sind in den Hauptstädten diese Anschlagtafeln. Na, da könnt ihr einfach einmal mit interagieren. Holt euch eine Quest ab. Diese Quest führt euch in der Regel dann zu den Handwerksstellen. Mit denen interagiert ihr einmal. Dann wird automatisch hergestellt, insofern ihr entsprechende Add-ons installiert habt. Was ich hier für ein Add-on installiert habe, damit das automatisch installiert wird, auch das verlinke ich euch natürlich gerne einmal im angepinnten Kommentar. Ne, da verlinke ich euch einmal mein Add-on-Empfehlungsvideo. Habt ihr das dann gemacht quasi, diese Handwerksdailies einmal abgeschlossen, dann müsst ihr nur gucken, wo ihr die abgeben könnt. Da gibt es immer diese Abgabeorte an verschiedenen Stellen. Und da könnt ihr dann die Kisten abgeben und bekommt dann einmal Loot und einmal eine Jubiläumsbox. So wie ihr das Ganze am Anfang des Videos gesehen habt. So schließt sich der Kreis. Darüber hinaus, was auch noch empfehlenswert ist, ist Drachenjagen im südlichen Elsweyr. Das heißt also hier unten im südlichen Elsweyr. Denn wenn man die erste Hauptquest vom südlichen Elsweyr abgeschlossen hat, kommt man hier auf die Gezeiteninsel, bei der man sich Dailies, also tägliche Quests abholen kann von der Drachengarden-Elite, bei der es darum geht, Drachen zu töten. Ne, die Drachen sind quasi hier die Weltereignisse, die werden jetzt, wie ich gerade hier sehe, gar nicht angezeigt auf der Karte. Die sieht man dann, wenn man im jeweiligen Gebiet rein teleportiert. Da sieht man dann die Drachen auf der Karte. Hier ist ein Spawnpunkt, ne? Hier oben ist ein Spawnpunkt und hier irgendwo hier am Wasser ist noch ein dritter Spawnpunkt. Und diese Drachen gelten quasi als Weltevents. Die geben also einen auch, ne, so eine Jubiläumsbox. Und dann, was besonders interessant ist, geben die Drachen einen auch noch zusätzlich Kisten, Abenteurerkisten, in denen Schatzkarten drin sein können. Was aber viel interessanter ist, ist der sogenannte Drachenschleim, Drachengalle und Drachenblut. Das sind Reagenzien, die man durch das Töten von Drachen bekommt und die sind sehr, sehr teuer. Die kann man dann, also natürlich deutlich teurer als der Wert, der jetzt hier steht, die kann man also für viel Gold an andere Spieler verkaufen. Des Weiteren seid ihr da in der Regel während des Jubiläumsevents nicht alleine. Das heißt also, die Drachen sind gut machbar, weil viele aktive Spieler da einfach mitmachen, um das jeweilige Gold zu bekommen. Das lohnt sich also auf jeden Fall sehr, das zu machen. Das wäre auch somit einer meiner Hauptempfehlungen. Also ich finde Handwerksdailies sowieso, die macht man ja meistens muss man dazu sagen. Und dann halt eben die Drachen, wenn ihr noch zusätzliche Kisten machen wollt. Ich finde persönlich die Drachen auch besser als das Weltenboss-Dreieck, aber das ist dann Ansichtssache. Als letzte gute Gelegenheit, um parallel auch noch ein bisschen Gold zu farmen und halt diese Jubiläumsboxen abzuholen, würde ich euch noch die sogenannten Tages- oder Daily Quests empfehlen, die täglichen Quests aus dem jeweils neuesten DLC-Gebiet. Jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos hier ist das neueste DLC-Gebiet Skingrad bzw. die Westauen vom DLC Gold Road. Ne? Und dort gibt es halt eben in der Hauptstadt hier immer diese NPCs. Die erkennt ihr sofort, die haben die blauen Questmarker über dem Kopf, könnt ihr annehmen und dann bei denen abgeben. Und warum empfehle ich das? Also auch hier, das sind tägliche Quests, ne? Wenn man diese Gebietsquests abgibt, bekommt man einmal Belohnungskisten mit Ausrüstung aus dem jeweiligen Gebiet und halt zusätzlich so eine Jubiläumsbox. Und man kann aus den Kisten von diesen Events kann man Blaupausen bzw. Einrichtungspläne bekommen. Meistens werden mit jedem Update immer mal neue Einrichtungspläne der aktuell neuesten Erweiterung hinzugefügt. Und diese Einrichtungspläne sind manchmal, oder nicht manchmal, sondern relativ regelmäßig 5- bis 6-stellige Goldsummen wert, die ihr dann von anderen Spielern verlangen könnt, indem ihr das an andere Spieler verkauft. Also Einrichtungsblaupausen parallel zu Jubiläumsboxen farmen auch sehr lukrativ meiner Meinung nach. Da kann man also richtig, richtig viel Gold mitmachen. Mit dem Jubiläumsevent bekommt man ja immer unfassbar viele Stile, ne? Neben dem ganzen Gold, womit ihr euch auch noch Stile kaufen könnt, bekommt ihr aus den Kisten allein auch schon eine ganze Menge Stile. Wusstest du eigentlich, dass man diese Stile einfärben kann? Viel besser noch, du kannst unterschiedliche Outfits für deinen Charakter abspeichern, wenn du das denn möchtest, und kannst diese dann über das Menü laden als sogenannte Montur
ziemlich geil, wie ich persönlich finde. Wie das genau geht, erfährst du hier in meinem ESO Fashion Guide. Schau dir den also unbedingt als nächstes an, damit du weißt, was du mit den ganzen Stilen aus den Events anfangen kannst. Vielen lieben Dank auch nochmal an meine Patrons Christian, Serenity Berserk, René Küttel, Apraxilas Kopas, Seppal Kebi, Carsten Levern, God of War und Zeitef.